Herzlich willkommen, liebe Krebse. Ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben und mit euch bin ich, eure Tarotleserin Angelika. Heute gibt es für euch die Prognose für den August 2026. Nun, dann lasst uns beginnen. Schauen wir uns die 3 wichtigsten Ereignisse an, die euch im August 2026 erwarten. Also, das erste wichtige Ereignis. Das zweite. Und das dritte wichtige Ereignis für euch, liebe Krebse. Weiter geht es mit einem anderen Deck. Schauen wir mal, was euch im beruflichen Bereich erwartet. Wie eure Einnahmen sein werden. Ebenso schauen wir, was euch im Privatleben erwartet, was euch in den Beziehungen erwartet, falls ihr in einer Beziehung seid. Und ob es die Möglichkeit geben wird, einen Menschen aus Liebe zu treffen, falls ihr ungebunden seid. Also, was erwartet euch im Privatleben im August 2026? Weiter, worauf ihr in puncto Gesundheit achten solltet. Und der Ratekarten für euch für den August. Lasst uns nun gemeinsam tiefer blicken und die Reise fortsetzen. Euer erstes großes Lebensereignis offenbart sich in der stillen, einkehrerfüllten Energie der 4 der Schwerter. Als zweiter wichtiger Meilenstein zeigt sich die feierliche, schützende Kraft der 4 der Stäbe. Und das dritte bedeutende Ereignis wird durch die schattenhafte, zutiefst undurchsichtige Dynamik der 7 der Schwerter angekündigt. Schaut nur, hier liegen gleich 2 Viererkarten vor uns. Es sind Symbole, die von einer tiefen Stabilität auf eurem Lebensweg sprechen, doch jede von ihnen trägt diese Botschaft natürlich auf eine völlig eigene, ganz unterschiedliche Weise in euer Feld. Die 4 der Schwerter verkündet unmissverständlich, dass eine Phase des absoluten Rückzugs und der heilsamen Ruhe ansteht. Und falls ihr für den August tatsächlich eine Auszeit oder einen Urlaub geplant habt und an einen anderen Ort reist, dann fügt sich das Universum auf eine geradezu wunderbare Weise. Denn in ihrer tiefen Essenz zeigt diese Karte, dass eure Seele jetzt dringend einen Raum der absoluten Stille braucht, oder dass dieser geschützte Raum nun vom Schicksal für euch bereitgestellt wird. Deshalb betone ich, wie unendlich kostbar es für euch sein wird, wenn ihr in dieser Zeit Urlaub habt, die Koffer packt, in die Ferne reist und eurer Psyche diese Regeneration schenkt. Vielleicht zieht es euch an einem kraftvollen Ort, in ein Sanatorium oder in ein stilles, spirituelles Retreat. Es ist die perfekte Zeit, um innezuhalten, die inneren Batterien wieder aufzuladen, den physischen Körper zu heilen und dem rastlosen Verstand eine tiefe mentale Pause zu gönnen. Unter diesen Voraussetzungen wird sich dieser Stillstand als ein wahrer, zutiefst nährender Segen erweisen. Denn solltet ihr euch diese heilsame Auszeit nicht aus freiem, bewusstem Entschluss selbst erlauben, wird das Leben diese Bedingungen unweigerlich erzwingen und für euch erschaffen. Und in der Realität bedeutet das dann, dass bestimmte Prozesse in eurem Alltag plötzlich ins Stocken geraten, sich verlangsamen oder sogar vollkommen zum Erliegen kommen. Es entstehen zähe Stagnationsphasen, in denen ihr das Gefühl habt, mit aller Kraft durch verschlossene Türen brechen zu wollen, während sich diese vor eurer Nase schließen. Ganz egal, wie sehr ihr versucht, eure Projekte im Außen voranzutreiben, die Dinge werden einfach stecken bleiben. Deshalb ist es die höchste Weisheit, diesem Fluss nachzugeben, euch ganz bewusst zurückzuziehen, zu meditieren, eure Gesundheit zu pflegen oder die Zeit schlicht dafür zu nutzen, in aller Ruhe neue Kraft zu sammeln und zukünftige Schritte besonnen zu planen. Kurzum, erlaubt euch im Außen eine Phase der absoluten Passivität. Zudem kann sich diese Karte für einige unter euch als eine zutiefst komplexe Lebenssituation manifestieren, die eure volle Aufmerksamkeit erfordert. Doch was ihr bei dieser Herausforderung unbedingt verstehen müsst, ist die Tatsache, dass sie sich auf gar keinen Fall durch einen schnellen Kraftakt oder mit dem Kopf durch die Wand lösen lässt. Diese Situation verlangt nach einer langsamen, Schritt für Schritt voranschreitenden und zutiefst besonnenen Herangehensweise. Ihr werdet viel reflektieren müssen und es gilt, euer gesamtes geistiges Potenzial sowie eure gesammelte Lebensreife zu aktivieren, um diese Prüfung zu eurem eigenen Besten zu meistern. Ebenso symbolisiert diese Karte für viele eine Phase des bewussten Timeouts. Noch einmal, es ist die Zeit, in der ihr nicht versuchen solltet, Mauern mit purer Willenskraft einzureißen. Begreift es im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Universum fordert von euch eine maximale, friedliche Passivität. Denn die 4 der Schwerter ist das archetypische Symbol für absolute Windstille, Einkehr und das Loslassen der äußeren Welt. Und eines steht vollkommen fest: aktive, stürmische Durchbrüche im Außen werden in diesem Zeitfenster nicht stattfinden. Wir gehen weiter. Euer zweites großes Lebensereignis offenbart sich in der strahlenden Kraft der 4 der Stäbe. Und da diese Karte genau im Zentrum eures Blattes liegt, verkündet sie, dass die Energien der 4 der Stäbe für euch von maximaler Bedeutung sein werden und das absolute Hauptthema eures Augusts dominieren. Genau in diese Prozesse werdet ihr eure gesamte Lebensenergie und Aufmerksamkeit fließen lassen. Unter der 4 der Stäbe dürft ihr euch auf eine wunderbare, zutiefst lichtvolle Konstellation freuen. Wann immer sie in einem Layout erscheint, trägt sie das unumstößliche Versprechen in sich, dass sich am Ende, ganz egal was im Außen auch geschehen mag, alles zu eurem absoluten Wohl und Glück wenden wird. Entweder werdet ihr einen genialen Ausweg aus einer festgefahrenen Situation finden, oder das Problem löst sich wie durch ein Wunder von ganz alleine auf. Oder liebevolle Menschen reichen euch helfend die Hand. Oder es geschieht ein anderes freudiges Ereignis. All das wird euer Herz mit tiefer Fröhlichkeit erfüllen. Und es öffnen sich wunderbare, stabile Perspektiven und glänzende Möglichkeiten für eure Zukunft. Unter dieser 4 der Stäbe werdet ihr einen Großteil eurer wertvollen Zeit eurem Zuhause, eurer Familie und euren geliebten Herzensmenschen widmen. Vielleicht manifestiert sich das tatsächlich so, dass ihr euren wohlverdienten Urlaub antretet. Und selbst wenn ihr nicht in die Ferne reist, werdet ihr diese Zeit nutzen, um euer Nest zu verschönern und Geborgenheit zu tanken. Es ist eine Phase, in der ihr eure Liebsten um euch versammelt, Feste feiert und die Gemeinschaft genießt. Denn die 4 der Stäbe steht traditionell auch für Hochzeiten, Familienfeiern oder Jubiläen. Ihr dürft euch entspannen, den puren Komfort genießen, während eine tiefe Harmonie, unerschütterliches Selbstvertrauen und eine heilsame innere Balance in euer Leben einkehren. Ebenso zeigt diese Karte, dass ihr jetzt wichtige Bilanzen ziehen werdet, um einen großen, langjährigen Zyklus auf eurem Entwicklungsweg erfolgreich abzuschließen. Wenn ihr beispielsweise bisher mit euren Eltern oder in einer Wohngemeinschaft gelebt habt, öffnet sich nun unter der 4 der Stäbe, die so oft für das eigene Fundament steht, die lang ersehnte Chance, Wohneigentum zu erwerben und in die eigenen 4 Wände zu ziehen. Das bedeutet, der Zyklus des Abhängigseins oder des provisorischen Wohnens geht glücklich zu Ende und ihr erhaltet die wunderbare Freiheit, ein völlig eigenständiges Leben zu führen und eine neue, reife Phase eurer Existenz aufzubauen. Achtet zudem darauf, dass die 4 der Stäbe von bedeutenden, handfesten Resultaten spricht und diese Ergebnisse werden von erheblichem Wert für euch sein, sodass ihr eine wohlverdiente Belohnung in Form von wunderbaren Boni ernten dürft. Natürlich können sich hier auch finanzielle Zuwendungen zeigen, doch über eure Finanzen sprechen wir ganz genau, wenn wir die entsprechende Karte öffnen. Aber es deutet bereits auf Prämien, Anerkennung oder eben darauf hin, dass ihr im August in den Genuss eines fantastischen Urlaubs kommt. Kurzum, die 4 der Stäbe ist eine Karte von unendlicher Güte, die euch ankündigt, dass euer August von glücklichen, harmonischen und stabilisierenden Ereignissen getragen wird. Nun blicken wir auf die 7 der Schwerter. Und vor dieser Karte solltet ihr eure Sinne ganz besonders schärfen. Man nennt diese Energie im Tarot auch das Agieren unter dem Deckmantel der Nacht. Und sie warnt eindringlich davor, dass jemand in eurem Umfeld versuchen könnte, euch durch Täuschung oder List zu hintergehen. Unter der 7 der Schwerter werdet ihr mit unschönen, zutiefst unaufrichtigen Verhaltensweisen anderer Menschen konfrontiert, mit Unehrlichkeit, Betrug oder im schlimmsten Fall sogar mit Diebstahl. Es besteht die Gefahr, dass man versucht, euch zu manipulieren oder, was der Himmel verhindern möge, euch emotional oder materiell unter Druck zu setzen. Vielleicht versucht man euch eine Fälschung unterzujubeln. Oder ihr verliert durch Unachtsamkeit etwas Wertvolles. Oder jemand webt im Verborgenen eine Intrige, um euch in Misskredit zu bringen. Denn am tiefen Boden eures Decks liegt die geheimnisvolle Karte des Mondes. Und sie offenbart unmissverständlich, dass euch jemand euren Erfolg und euer Wohlbefinden
zutiefst neidet. Unter der 7 der Schwerter sammelt diese Person heimlich Informationen über euer Leben. Entweder zu diese Daten als Hebel zu nutzen und euch in eine Falle zu locken oder um im Hintergrund Fallstricke und 63 Junigen gegen euch zu spinnen. Ihr werdet mit sehr unschönen, manipulativen Verhaltensweisen konfrontiert. Und das tückischste Element unter dem Einfluss des Mondes ist die Tatsache, dass ihr im Moment absolut nichts davon seht, da die gesamte Situation vor eurem Verstand verschleiert liegt. Deshalb ist es von existenzieller Bedeutung, unter der Kombination von Mond und 7 der Schwerter im August eine maximale Instanz der Vorsicht walten zu lassen, besonders im Umgang mit anderen Menschen. Die Karten zeigen, dass im Verborgenen eure Schritte beobachtet werden und man versucht, euer Wissen oder eure Schwachstellen auszukundschaften. Und zwar mit der klaren Absicht, euch Schaden zuzufügen. Es kann sein, dass ihr Menschen begegnet, die im übertragenen Sinne bereit sind, euch hinterrücks einen Dolchstoß zu versetzen. Es handelt sich hierbei um überaus raffinierte, gerissene Akteure. Und das Erschreckende daran ist, dass sich diese Personen höchstwahrscheinlich bereits in eurem direkten Umfeld befinden. Es müssen keineswegs fremde Menschen sein. Vielmehr sind es Personen, die in eurem Haus ein- und ausgehen oder sich hinter der Maske von engen Freunden verbergen. In Wahrheit agieren sie zutiefst verdeckt. Sie sind extrem listig, tragen heimlich Informationen zusammen, machen lautlos ihr Werk und wollen eurem Erfolg schaden. Wir werden gleich in den nächsten Karten genau prüfen, in welcher eurer Lebenssphären sich diese Dynamik am stärksten manifestieren möchte. Aber es kann auch sein, dass sich die 7 der Schwerter ganz banal im Alltag entlädt. Zum Beispiel in Form eines Vorfalls im öffentlichen Nahverkehr, wo ein Taschendieb in einem unachtsamen Moment versucht, euer Portemonnaie oder euer Telefon zu stehlen. Es kann sich einfach um ein warnendes Alltagsereignis handeln, mit dem die geistige Welt euch zurufen möchte: Seid wachsam, hütet eure Wertsachen und legt eure Gutgläubigkeit ab. Doch vielleicht spiegelt sich diese Energie auch ganz konkret in einem bestimmten Lebensbereich wider. Lasst uns gleich weitergehen und einen Blick darauf werfen. Was also erwartet euch im August im Bereich des Berufs und eurer Karriere? Und was zeigt sich in den Finanzen? Schaut mal. Hier drängt sich sofort an allererster Stelle das Thema des Geldes auf. Und es ist durchaus möglich, dass man euch hier einen Teil eures verdienten Geldes vorenthält. Oder versucht, euch in eine Falle zu locken. Ja, sogar ein realer Diebstahl ist hier denkbar. Oder es kommt so, dass ihr unter der 4 der Schwerter zwar brav in euren wohlverdienten Urlaub geht, man euch aber eure Urlaubsgelder einfach nicht auszahlt. Oder man zwingt euch auf irgendeine Weise, nun, ich weiß nicht, vielleicht in Verträge oder Kredite hinein, die euch belasten. Kurzum, im finanziellen Bereich wird sich diese 7 der Schwerter höchstwahrscheinlich als erstes entladen. Es sei denn, ihr erwartet den Eingang einer sehr großen Geldsumme. Doch selbst dann warnt die 7 der Schwerter, wie ich schon sagte, eindringlich vor krimineller Energie. Man könnte euch schlichtweg berauben. Ich sage nicht, dass das zu 100% so kommen muss. Absolut nicht. Ich sage nur, dass eine solche Konstellation im Raum steht. Doch wenn ihr selbst sehr durchdacht, extrem umsichtig agiert und vor allem nicht zu viel über eure finanziellen Pläne erzählt, über eure Erfolge oder darüber, worauf ihr euch gerade im Stillen vorbereitet, vielleicht steht ja ein großes, zutiefst bedeutendes Familienfest vor der Tür und ihr spart fleißig Geld dafür. Redet einfach nicht darüber, dass ihr diese oder jene Summe besitzt. Oder dass ihr sie für eine Hochzeit ausgeben oder damit eine Immobilie erwerben wollt. Behaltet es für euch. Niemandem solltet ihr davon erzählen. Weder Verwandten noch Bekannten, noch Freunden. Nun, was heißt Familie? Mit euren Eltern werdet ihr natürlich darüber sprechen oder mit eurem geliebten Partner. Aber gegenüber Freundinnen oder Kollegen solltet ihr eisern schweigen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist leider groß, dass Menschen aus eurem direktesten, vermeintlich engsten Umfeld euch in diesem Punkt schaden wollen. Und dann entstehen massive Blockaden im Geldfluss. Wir werden gleich noch tiefer in die Finanzen eintauchen, doch lasst uns zuerst über eure Arbeit sprechen. Für den Beruf und eure professionelle Entfaltung fällt die 8 der Stäbe. Eine unglaublich kraftvolle, zutiefst positive Karte.
Sie steht für eine rasante Bewegung nach vorn, für das schnelle Erreichen eurer Ziele, für frische Chancen und für wunderbare, zutiefst produktive Veränderungen. Es sind Wendepunkte, an denen ihr euer volles Potenzial entfalten und großartige Erfolge erzielen könnt. Eine Zeit der greifbaren Resultate. Gleichzeitig kündigt diese Karte an, dass sich im Job jetzt extrem viel im Zeitraffer verändern wird. Es öffnen sich völlig neue Türen. Und all das geschieht mit einer enormen Dynamik. Wenn ihr beispielsweise gerade auf Jobsuche seid und euch an einem zweiten oder dritten Ort beworben habt, dann kommt plötzlich dieser eine Anruf. Und man sagt euch, ja, packen Sie schnell Ihre Unterlagen zusammen. Kommen Sie vorbei, wir nehmen Sie. Und am besten fangen Sie morgen schon an. Das bedeutet, ihr müsst in dieser Phase extrem flexibel sein und euch blitzschnell an die rasch wechselnden Umstände anpassen. Unter der 8 der Stäbe erreichen euch auch höchst wichtige Nachrichten, auf die ihr ohne Zögern reagieren solltet. Doch insgesamt bringt die 8 der Stäbe im Beruf spürbaren Aufwind. Ereignisse, auf die ihr vielleicht schon lange wartet. Oder Projekte, in die ihr viel Arbeit gesteckt habt, beginnen plötzlich, sich in einem enormen Tempo vorwärts zu bewegen, was euch, ohne jeden Zweifel, tiefe Freude bringen wird. Ihr müsst selbst schnell, wirklich sehr schnell handeln. Ihr solltet im positiven Sinne das Tempo anziehen, intensiv planen, viel in die Wege leiten und zielgerichtet voranschreiten. Verliert jetzt bloß keine Zeit. Das wird ein unendlich produktiver Monat für eure Karriere. Und alles, was ihr euch vornehmt, seien es geschäftliche Treffen, das Abgeben wichtiger Berichte oder administrative Dinge, all das wird ohne jede Reibung vorwärts laufen. Es zeigen sich keinerlei Hindernisse auf dem Weg. Und der ganz große Erfolg ist unter der 8 der Stäbe absolut in eurer Reichweite. Vielleicht bringt diese Karte auch Dienstreisen mit sich. Eine oder sogar mehrere. Höchstwahrscheinlich werdet ihr fliegen müssen und auch hier gilt es, schnell zu reagieren. Man bietet euch an, möchten Sie für dieses Projekt dorthin reisen? Und unter der 8 der Stäbe ist das meistens ein Segen. Daher solltet ihr eher zusagen. Aber natürlich, die endgültige Entscheidung liegt ganz bei euch. Ihr kennt eure berufliche Situation selbst am besten. Es erwarten euch viele spannende Begegnungen, erfolgreiche Verhandlungen, ein enormer Fluss an Kommunikation und eine intensive Arbeit mit Verträgen und Dokumenten. Kurzum, alles unter der 8 der Stäbe fühlt sich an wie ein großes Tor, das sich öffnet. Ein aktiver, unaufhaltsamer Durchbruch hin zu euren persönlichen Zielen. Kommen wir nun zu den Finanzen. Hier zeigt sich der Gehängte. Ich habe ja eben schon angedeutet, wie sich diese Energie in eurem konkreten Layout manifestieren kann. Doch ich möchte noch hinzufügen, dass der Gehängte auch bedeuten kann, dass bestimmte finanzielle Opfer von euch verlangt werden. Das kann sich so äußern, dass ihr Geld für Dinge ausgeben müsst, die durch die 4 der Schwerter angezeigt werden, wie etwa ein Sanatorium, eine dringend nötige Kur oder eine Auszeit, um eure Gesundheit wiederherzustellen. Unter dem Gehängten fließt das Geld dann eben in die Heilung, in eine Regeneration oder in Reisen, die einem medizinischen oder erholsamen Zweck dienen. Es kann aber auch sein, dass ihr eine Immobilie kauft und dafür einen Kredit aufnehmt. In diesem Fall warnt der Gehängte vor einer sehr drückenden oder extrem langfristigen Last, die euch über viele Jahre hinweg viel Kraft beim Abzahlen kosten wird. Und vergesst nicht, die 7 der Schwerter liegt hier nicht ohne Grund im Blatt. Wir werden später sehen, ob sie vielleicht auch die Liebe betrifft. Doch wenn es um Kredite oder Finanzdokumente geht, solltet ihr unter dieser Karte jedes Kleingedruckte 3-mal lesen oder euch unbedingt von einem unabhängigen Experten beraten lassen. Denn es könnten sich versteckte Fallstricke darin befinden. Und wie ich schon sagte, der Gehängte bringt leider oft krisenhafte Dynamiken mit sich. Natürlich gibt es verschiedene Skalen einer Krise. Dem einen wird nur das Portemonnaie gestohlen, in dem vielleicht nur ein paar Geldscheine steckten. Beim anderen wird richtig eingebrochen, das Haus leergeräumt. Das zeigt sich bei jedem individuell.
Doch in jedem Fall symbolisiert der Gehängte eine Situation, in der ihr in eine Opferrolle gedrängt werden könnt. Zudem zeigt die Kombination aus dem Gehängten und der 7 der Schwerter diese typische Energie von Telefonbetrügern, die euch mit dubiosen Geschichten bombardieren. Man wird versuchen, euch in betrügerische Machenschaften hineinzuziehen. Seid also im August extrem wachsam, besonders wenn es um euer Geld geht. Doch eure Wachsamkeit und eure gesunde Vorsicht werden wie ein Schutzschild wirken und euch davor bewahren, folgenschwere Fehler zu begehen. Lasst uns nun gemeinsam weiterblicken. Der nächste Meilenstein betrifft eure Liebe und das private Beziehungsleben. Hier offenbart sich die 6 der Schwerter. Und diese Karte bringt im Grunde eine sehr solide, durchaus positive Energie mit sich. Wie wir auf dem Bild deutlich erkennen können, bereitet sich eine junge Frau darauf vor, zu neuen Ufern aufzubrechen oder in die Ferne zu fliegen. Und dementsprechend verkündet diese Karte, dass es für euch im August sehr wahrscheinlich wird, eine Reise anzutreten oder in den Urlaub zu fliegen. Dabei zeigt sich eine feine Nuance. Es ist gut möglich, dass ihr diese Reise vollkommen alleine antreten werdet. Ganz unabhängig. Für euch selbst. Vielleicht wartet im August ein tiefgründiges Retreat auf eure Seele oder ein heilsamer Aufenthalt in einem Sanatorium. Es zieht euch an einen Ort, an dem ihr zur Ruhe kommen, euch zurückziehen, regenerieren und einfach mal in aller Stille euren eigenen Gedanken nachhängen könnt, um die Zukunft zu planen. Für diejenigen unter euch, die sich in einer festen Partnerschaft oder einer langjährigen Ehe befinden, manifestiert sich die 6 der Schwerter meistens als eine ganz reale Reise. Oder es kündigt sich eine wichtige geschäftliche Dienstreise an, zu der ihr aufbrechen werdet. Vielleicht ist es sogar ein längerfristiger Aufenthalt in der Ferne. Und in diesem Fall zeigt die Karte ein zeitweises Abschiednehmen, ein Getrenntsein auf Zeit. Auf einer ganz anderen Ebene kann es sogar bedeuten, dass ihr einen großen Umzug wagt, eine Immobilie kauft, und zwar im Ausland, um dort ein völlig neues Leben zu beginnen. Oder einer von euch reist als erster voraus, erwirbt das Eigentum, richtet dort alles ein und die zweite Hälfte zieht dann etwas später nach. Wie dem auch sei, solche Szenarien rund um Reisen und räumliche Veränderungen werden im August definitiv eine Rolle spielen. Sollte es zudem in der letzten Zeit Missverständnisse oder Blockaden zwischen euch gegeben haben, so kann diese Karte auch als eine heilsame Versöhnung gedeutet werden, als eine Bewegung aufeinander zu und als eine spürbare Verbesserung eurer gesamten Beziehungsqualität. Gleichzeitig besteht unter dieser Konstellation die Gefahr, dass jemand versucht, Unwahrheiten über euch zu verbreiten oder dunkle Gerüchte und Klatsch in die Welt zu setzen. Und falls sich diese Strömung in eurem Leben zeigt, denn am tiefen Boden des Decks liegt nun mal die geheimnisvolle Energie des Mondes, der für Täuschung, Intrigen, Neid und Eifersucht steht, dann kann sich das so auswirken, dass ihr euch für eine Weile räumlich trennt, um mit klarem Abstand zueinander zu sein und im Stillen eure wahren Gefühle und die Perspektiven eurer Partnerschaft zu ergründen. Doch ich bin mir ganz sicher, dass sich die Dinge bei euch weitaus harmonischer und friedlicher entwickeln werden als ein schwerer Streit, tiefes Unverständnis oder eine endgültige Trennung. Vielmehr wird es sich schlicht als eine äußere Reise manifestieren, in der ihr für ein kurzes Zeitfenster eine räumliche Distanz zueinander wahrt. Achtet zudem auf ein weiteres, zutiefst wundervolles Geheimnis am Boden eures Decks. Dort leuchtet die majestätische Karte der Herrscherin. Und ja, es kann durchaus sein, dass ihr eine Reise antreten werdet, weil euch die schönste Nachricht der Welt erreicht. Eine Schwangerschaft. Das baldige Aufblühen und die Vergrößerung eurer Familie. Ihr reist an einen Ort der Ruhe, um euch ganz bewusst zu pflegen, vielleicht in ein Sanatorium, um eurem Körper tiefe Regeneration, Fürsorge und Erholung zu schenken. Und für die Singles unter euch bringt die 6 der Schwerter die Verheißung, dass eine schicksalhafte Begegnung auf euch wartet. Eine Kommunikation über Distanzen hinweg. Es kann so kommen, dass ihr euch im August kennenlernt und noch im selben Monat einer von euch den Weg zum anderen antritt, damit ihr euch endlich physisch begegnen, tief austauschen und einander nahe sein könnt. Oder es bleibt zunächst bei einem intensiven Austausch aus der Ferne, voller Telefonate,
nächtlicher Nachrichten und liebevoller SMS. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen nun darauf, worauf ihr im Bereich eures Körpers und eurer Gesundheit ganz besonders achten solltet. Hier offenbart sich eine absolut grandiose Kraft, das Ass der Pentakel. Nun, das ist ein weiteres, überaus mächtiges Zeichen, vor allem für die Frauen unter uns. Ich betone es zwar immer wieder und erwähne es in fast jedem meiner Videos, wenn sich Anzeichen für eine Schwangerschaft im Blatt zeigen, spreche ich es offen aus. Doch viele Zuschauer denken dann sofort, dass dies ausnahmslos auf jeden Einzelnen zutreffen muss. Aber nein, vergesst bitte nicht, dass es sich hierbei um eine allgemeine Prognose für alle Vertreter des Sternzeichens Krebs handelt. Deshalb ist es im Kommentarbereich nicht nötig zu schreiben, aber in meinem Alter ist eine Schwangerschaft doch gar kein Thema mehr. Nun, wenn es für euch biologisch nicht mehr aktuell ist, dann betrifft euch dieser Aspekt einfach nicht. Das versteht sich von selbst. Doch für diejenigen unter euch, für die dieses Thema im Leben gerade absolut präsent und stimmig ist, liegt hier ein zutiefst machtvolles Zeichen im Blatt. Unter der 4 der Stäbe kann sich eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes ankündigen. Das Ass der Pentakel bestätigt diese Schwangerschaft und das Neugeborene. Und die Herrscherin zeigt uns eine wunderschöne Frau, die bereits ein neues Leben unter ihrem Herzen trägt. Schaut nur, für sehr viele von euch wird der August zu dem Monat, in dem ihr diese wundervolle Nachricht empfangen dürft. Oder in dem euer Kind das Licht der Welt erblickt. Sollte das Thema Familienplanung für euch jedoch keine Rolle spielen, so verkündet das Ass der Pentakel für euren August eine Phase von unerschütterlicher, robuster Gesundheit. Ein zutiefst stabiles Wohlbefinden. Es ist ein Monat voller physischer Vitalität, mit einem bärenstarken Immunsystem und einer wunderbaren, lebensfrohen Gemütsverfassung. Das Ass der Pentakel ist eine der schönsten Karten im gesamten Deck. Sie zeigt an, dass euer Körper vollkommen in seiner Mitte ist. Und mehr noch, ihr werdet einen ganz neuen Geschmack dafür entwickeln, wie großartig es sich anfühlt, voller Energie zu sein. Es wird in euch der tiefe Wunsch erwachen, diesen Zustand der kraftvollen Gesundheit, dieser spürbaren körperlichen Leichtigkeit und Stärke für eine sehr lange Zeit in eurem Leben zu verankern. Und genau aus diesem Impuls heraus werdet ihr beginnen, euch intensiv um euren Körper zu kümmern. Vielleicht meldet ihr euch im Fitnessstudio an, beginnt mit ausgiebigen Spaziergängen oder geht regelmäßig schwimmen. Kurzum, ihr werdet diese Vitalität nicht nur erhalten, sondern dauerhaft in euer System integrieren wollen. Und eure Gesundheit wird euch im August auf ganzer Linie tragen. Nun blicken wir auf den finalen, zutiefst weisen Rat des Universums für euren Weg. Wow, wie absolut fantastisch. Schaut mal, hier zeigt sich eine zweite 8 der Stäbe. Und ich betone in meinen Legungen immer wieder eine spirituelle Wahrheit. Wenn in einem einzigen Blatt 2 identische Karten auftauchen, dann injizieren sie ihre gesamte, unaufhaltsame Kernenergie mit doppelter Macht in euer gesamtes Schicksal. Und die 8 der Stäbe bringt eine absolut geniale Energie mit sich. Übrigens, schaut mal genau hin. Auf dieser Version der 8 der Stäbe sind 2 deutliche Linien zu sehen. Und das ist ein weiteres Symbol, das von zutiefst bedeutenden, lebensverändernden Transformationen im Leben einer Frau spricht. Und überhaupt im Leben von Paaren, die in einer tiefen Verbindung stehen. Es ist ein weiterer, glasklarer Hinweis darauf, dass das Thema des neuen Lebens und der Familie eine zentrale Rolle einnimmt. Obwohl, wisst ihr, es muss sich nicht immer zwingend im Außen manifestieren. Es kann sich im übertragenen Sinne auch um das Reifen einer genialen Idee handeln. Um die mentale Schwangerschaft eines Projekts, das in der Zukunft von gigantischem, absolut glänzendem Erfolg gekrönt sein wird. Auch wenn ich hier bei den meisten Krebsgeborenen ganz klar spüre, dass es sich um die physische Energie von Kindern und Familie handeln wird. Wie dem auch sei, die 8 der Stäbe ist eine phänomenale Karte. Sie bringt in euren August eine enorme Dynamik des Aufbruchs, pure Aktivität, wunderschöne Ereignisse und absolut glückliche Fügungen. Damit ihr euch im großen Stil verwirklichen und eure tiefsten Wünsche und Träume Realität werden lassen könnt. Und da die 8 der Stäbe für absolute Geschwindigkeit, für Intensität und schnelles Vorankommen steht, lautet der weise Rat der Karten für euch:
Schiebt im August absolut nichts auf die lange Bank. Handelt entschlossen, seid aktiv und ergreift jede sich bietende Gelegenheit beim Schopf, um eure Pläne und Visionen ohne Zögern in die Tat umzusetzen. Das ist eure persönliche, zutiefst kraftvolle und inspirierende Prognose für den August des Jahres 2026, meine geliebten Krebse. Abonniert bitte von ganzem Herzen den Kanal Tarot und Leben. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen und einander nicht aus den Augen verlieren. Ich danke euch aus tiefster Seele für eure wertvolle Zeit, für euer Abonnement, für jedes liebevolle Like und eure wunderbaren Kommentare unter meinen Videos. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute von euch, in tiefer Verbundenheit und mit all meiner Liebe. Eure Tarotleserin Angelika. Ich nehme euch alle ganz fest in den Arm. Bis bald. Bye bye.